Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Schauen wir, was die Karten uns heute mitgeben. Das Vertrauen und die eigene Größe ist gefragt. Und es geht hier irgendwie um ein schicksalshaftes Thema der väterlichen Linie. Das kann ja auch sein, dass wir einfach im Vertrauen geprüft werden oder ja, dass wir so diese väterlichen Eigenschaften irgendwie benötigen, um über ein Hindernis drüber zu kommen. Hier kann es so sein, dass man nach Antworten sucht, dass hier ein Kapitel, das in der Vergangenheit schon passiert ist, nochmal Fragen aufwirft. Wir reflektieren, wir bilanzieren, wir schauen uns an, wie ist der Stand, wo stehe ich noch im Nebel, irgendwas scheint noch nicht ganz klar zu sein. Es kann auch sein, dass wir eine Erfahrung aus der Vergangenheit hier nochmal verdauen oder verarbeiten. Im weitesten Sinne könnte es hier auch sein, dass man einen bestimmten Menschen auf den Weg geschickt kriegt. Ein schicksalshafter Mensch, ein Weggefährte, ein Seelengefährte. Und hier ist auch sehr viel so Selbststudium. Ne? Man guckt sich an, wo steht man, was habe ich gelernt, wie weit bin ich gekommen. Hier ist die Kommunikation in unserem eigenen Haus. Das ist so, dass man vielleicht hier auch über Worte irgendetwas aufschnappen kann, wo man, ja, wie soll ich sagen, wo man denkt, okay, diese Info habe ich jetzt gebraucht. Es kann hier auch ein Mensch sein, von dem man sich zurückgezogen hat, der nochmal auftritt. Das Außen ist sehr wichtig. Das sind sozusagen, das Außen legt sich ins Haus des Umfeldes rein. Also hier ist sehr viel, wie werde ich gesehen, was denken andere von mir, wo sind vielleicht Missverständnisse, wo muss ich mehr gesehen werden. Ich habe so Rückzugstendenzen. Im weitesten Sinne kann es eine Lektion sein, die mit dem Thema Unabhängigkeit zu tun hat. Nähe- und Distanzthemen, sowas alles. Jetzt bin ich gespannt. Hier ist der Konflikt, der hier unter sehr genesender Energie liegt. Hier darf man sich auch streitbar machen, für etwas einstehen, was einem zusteht. Irgendwie kann sein, die Vergangenheit ruft nochmal an. Das kann durch eine Person sein oder durch eine Erfahrung, die wir nochmal so erleben und angucken dürfen. Und hier ist so erneut aufeinander zugehen, aber dann irgendwie doch der Rückzug. Das ist so wie, das kennt ihr bestimmt alle, gleiches Szenario mit anderen Köpfen. Und das Ganze dient eigentlich, dass man irgendwie diese Erfahrung nochmal anguckt. Ne? Wie habe ich da reagiert, wie reagiere ich heute, wo habe ich was gelernt, was spreche ich aus, was halte ich zurück.
sehr speziell. Hier ist die Ameise mit dem Thema Wandlung. Und die sagt, dass eine Neuordnung im Leben ansteht und das Feld neu ausgerichtet wird. Mir wird es jetzt auch verständlicher in der Mitte, denn das ist irgendwie eine alte Erfahrung, eine schicksalshafte Lektion und irgendwo auch ein Muster, das so nicht mehr sein soll. Es geht um unseren Platz im großen und Ganzen. Es geht darum, Wut aufzulösen und auch Enttäuschung, und es geht sehr viel um die Vergangenheit loszulassen, sich wo rauszunehmen, nicht mehr irgendwo dran zu kleben. Wir haben die Feuerkraft hier auch, ne, die verwandelt. Und ich verstehe jetzt auch besser, wie das Thema heißen kann. Es geht um, auf so eine Ameise, ne, da trittst du mal aus Versehen drauf, so klein ist die. Und es kann sein, dass man das mit diesem Gefühl verbindet, ich bin klein und hilflos und ich kann mich nicht zu meiner eigenen Größe aufrichten. Also dieses, wie sehe ich mich selbst, ist hier schon wichtig. Hier hat man eine besondere Aufgabe auch. Und wenn man das Wissen, das man hier ja hat und auch in der Vergangenheit schon erworben, dann kann man hier eine ganz besondere Situation für sich selbst erschaffen. So, wir haben hier die Führung, das passt auch sehr gut. Mit dem Hirsch haben wir einfach auch nochmal das Thema, dass wir vielleicht uns zu sehr zurückgenommen haben oder auch im Hintergrund. Und dass es jetzt einfach wichtig ist, dass man sein eigenes Lichtchen strahlen lässt. Und im Prinzip ist es so, dass man damit auch andere befreit oder denen ihr Sprungbrett ist irgendwie. Man inspiriert, ne? Man macht sich nicht klein und man versteht, dass es jedem zusteht, seine eigene Größe zu leben. So, jetzt hätte ich gerne noch die Vögelchen. Die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. Hier kann sogar sein, dass etwas funktioniert, von dem wir nie gedacht hätten, dass es funktioniert. Die Seelennahrung, also auch das Innen gut befüttern mit guten Dingen und mit positiven Gedanken. Und ich würde sagen, dann nehmen wir noch eine Botschaft und dann lassen wir das so stehen. Irgendwo haben wir natürlich mit der Sonne und dem Buch auch und dem Kreuz eine gelernte Lektion oder eine Sache, die wir gut bestanden haben, eine Prüfung. Die Selbstliebe, ihr seid wichtig. Und unterm Deck haben wir noch, dass man sich manchmal wie ein rohes Ei fühlt und dass dies keine Schwäche ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich drücke euch bis morgen.